Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin mal wieder im Münchner Osten bei Reinhold Brenner beim Spur 1 Fahrtreffen. Wir haben den 7. November um 16.45 Uhr und ich habe mir schon sagen lassen, eine Lok steht schon für mich bereit, und zwar eine NOHAB Mü 1131 in einer speziellen Version, die die Altmark Rail mal umlackieren hat lassen auf Olsenbande, und die schauen wir uns jetzt dann auch gleich näher an, und die wurde umlackiert vom Pista in Ungarn, und jetzt hoffe ich, dass sie gleich mal soundet. Das Modell ist übrigens ein Heljan ESO-Modell, und die Wagen dahinter, das sind jetzt VTG-Kesselwagen von Märklin, insgesamt 12 Stück. Dann gibt es hier am Betriebswerk bereitstehend eine Baureihe 97 Zahnradlok, die die Firma Fine Models gebaut hat, die hier aber nicht fahren sollte, sondern einfach hier nur mal auf dem Rollenprüfstand steht, damit man sie sich mal in aller Ruhe anschauen kann. Das Zahnradtriebwerk kann man unten wahrscheinlich nur ganz vage erkennen, weil es wahrscheinlich mit dem Schatten doch ein bisschen schwierig ist. Aber ich zeige die Lok mal ein bisschen, zeige auch mal den Führerstand. Diese Zahnradlok war unterwegs zwischen Passau und Wegscheid, und da gab es auch, so was ich gehört habe, 2 Zahnradabschnitte. Als nächstes sehen wir eine Baureihe 218, ein altes Märklin-Modell, das wir hier auf dem Fahrtreffen zwar auch schon öfter gesehen haben, und auch die Wagen dazu, die Märklin-Schnellzugwagen. Allerdings hat dieses Modell jetzt erstmals in den Wagen jede Menge Fahrgäste, und das zeige ich jetzt mal.
Auf dem Gegengleis kommt jetzt die Baureihe 151 in der Zebra-Ausführung von Märklin. Und zwar als rollende Landstraße mit entsprechenden Wagen von Fine-Scale Models. Neben den Gleisen ist auch hier immer einiges geboten. Heute ist mal wieder der Klaus Holl hier. Der hat hier etliches an Zubehör, so kennt man ja die Sachen bei ihm. Aber du hast auch was Neues dabei für die Fans von etwas detaillierteren Fahrzeugen. Ja, wir haben jetzt ganz neu vom Christian Gare, der hat uns das produziert, einen kompletten Zurüstsatz für die KKG-Bremse. Der Hauptbestandteil, das Bremsgestänge mit dem Bremszylinder, ist schon vorgefertigt und lackiert. Und dazu kommen dann halt noch die verschiedenen Kleinteile, die dann je nach Fahrzeug ein bisschen unterschiedlich beim Vorbild angeordnet sind. Das sind zum Beispiel die Bremsumsteller, das sind die Profile, an denen die Bremsanlage dann hängt, das sind die Bremsleitungen und weitere Kleinteile. Für das Ganze gibt es auf der Internetseite www.asoa.de dann Baugröße 1 und dann Christian Gare M3D. Gibt es also die Bauanleitung, dass man sich die schon mal vorher runterladen kann, dass man sieht, was man kaufen will. Und das Ganze ermöglicht also aus einem selbstgebauten Wagen oder einem Wagen, bei dem einem die Bremsanlage nicht gefällt oder bei weitem nicht komplett ist, einen wirklich vorbildgetreuen, gebremsten Wagen zu bauen. Und wer nicht basteln will, sondern einfach nur einen alten Hübnerwagen umbauen will oder umsetzen will, da hast du auch was dabei. Genau. Wir haben uns jetzt als erstes Mal mit dem OM12 beschäftigt. Das war jetzt nicht gerade das alleroptimalste Teil. Natürlich ist es den damaligen Möglichkeiten in Konstruktion und Produktion geschuldet. Zum Beispiel sind die Vierkantstützen hier vorhanden anstatt den Profilen, wie sie eigentlich wirklich gehören. Oder es sind die Wagenkastenstützen einfach so gerade Flächen, anstatt dass das, wie es eigentlich gehört, durchbrochen ist. Das hier ist ein kompletter Aufbau, fertig montiert, lackiert, beschriftet, sodass man den Hübneraufbau runterschrauben muss und dann den anderen wieder draufschraubt. Das Einzige, was man an dem Hübner-Chassis unbedingt noch machen sollte, ist das beiliegende Abziehbild dort anstelle der bisherigen Wagennummer anzubringen, denn es macht ja keinen Sinn, wenn alle Wagennummern gleich wären. Auf die Weise bieten wir also 5 verschiedene Wagennummern an. Der Aufbau ist grundsätzlich ein 3D-Druck, aber die Besonderheit hier ist, dass die Stabilität erhalten bleibt, dass das also ein Messingaufbau ist, der beidseitig
mit 3D-Druckteilen beplankt ist. Dadurch kann man, obwohl die Wandstärke maßstäblich ist, die Stabilität zustande bringen. Ja, so kann man tatsächlich aus einem uralten Hübnerwagen dann nochmal was Zeitgemäßes machen. Genau, das ist die Idee. Das schwebt mir schon lange vor und es wird auch bestimmt für weitere Aufbauten von Hübner noch gemacht werden. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass diverse gedeckte oder offene Güterwagen dann auch mal zu X-Wagen umgebaut werden, wie das die Deutsche Bundesbahn ja auch gemacht hat und natürlich auch die DDR-Reichsbahn gemacht hat, dass man also offene Güterwagen bzw. Arbeitswagen, also sogenannte X-Wagen, auf dieser Basis bekommt, die eben nicht jeder hat. Gut, bedanke mich für die kleine Erklärung da zu dem Ganzen. Sehr gerne. Danke für den Besuch. Jetzt machen wir einen Sprung in die 1930er Jahre. Da wurde ein Zug Augsburg-Ulm nachgebildet auf Basis einer Märklin Maxi E44 mit einigen Hübner- und Märklin-Wagen. Vor kurzem habe ich in Ebermannstadt den ET91 in Rot in der Epoche 3 Version gefilmt. Und jetzt ist er hier in München am Fahrtreffen in Hellblau 1972 Olympische Spiele. Da war er ja dann in dieser Farbgebung. Und dieses Modell wurde hier aufwendig besetzt mit insgesamt 54 handbemalten Preiserfiguren. Und die schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach an. Der gläserne Zug war ja damals immer gut besetzt, mit vielen, vielen Fahrgästen, die von München aus, Garmisch, Mittenwald bis nach Innsbruck gefahren sind. Der gläserne Zug ist auch dann noch viel weiter gekommen. Und jetzt hoffe ich, dass er auch mal auf die Reise geht. Meine Damen und Herren, die Bahndirektion München begrüßt Sie zu unserer Fahrt mit dem gläsernen Zug und wünscht Ihnen einen erlebnisreichen Tag.
Als nächstes steht hier schon qualmend eine S26 von KM1 Modellbau, und zwar in der pfälzischen Farbgebung. Sie ist ab 1909 bis ca. 1919 in dieser Farbgebung gewesen und war im Rheintal unterwegs. Allerdings kann die Lok hier nur Pendelfahrten machen, weil das ein Feinscale-Modell ist, das hier nicht auf den normalen Weichen fahren kann. (19 Uhr) hier beim Reinhold Brenner. Ich habe es ausnahmsweise mal wieder erwischt, genau pünktlich, und bin jetzt hier beim allerersten Händel. Und der Josef Ecker wartet schon. Nach alter Tradition darf er wieder das allererste Händel haben, weil das hier immer so üblich ist. Und wir freuen uns jetzt hier auf eine kleine Pause. Ich zeige jetzt einmal ganz kurz für die, die nicht dabei sind, das sehen, was sie versäumen. Oktoberfestrezept vom Reinhold Brenner, die passenden Gewürze. Und jetzt geht's los, und ich werde jetzt hier auch Pause machen und werde danach dann wieder Spur 1 Sachen zeigen. Also diese absolute Ruhe an der Eisenbahn muss man auch mal gesehen haben. Hat auch seinen Grund. Allen schmeckt's, aber bald geht's wieder weiter. Die Pause ist schon länger vorbei, und jetzt sehen wir hier den Big Boy von der Firma MTH, und zwar in der Epoche 3 Version mit Kohle, so wie sie bis 1959 im Einsatz war. Und jetzt schauen wir sie mal ein bisschen aus der Nähe an. War hier ja am Stammtisch auch schon mal, aber trotzdem sollte man sie vielleicht einfach noch mal in Ruhe zeigen.
Das Modell hat einen Protosound 3 Decoder mit Sound an Bord, der zusätzlich DCC kann. Und jetzt hoffe ich, dass man mal hören und auch sehen im Einsatz. Vorhin hatten wir die E44 schon mal im Einsatz als Epoche 2 Lok. Jetzt sind aber hinter dieser Lok 4 vierachsige Umbauwagen. Und zwar 2 Stück alte von Märklin. Die haben wir auch schon öfter gesehen, auf die gehe ich jetzt gar nicht ein. Und 2 nagelneue von der Firma Wunder. Die sind heute das allererste Mal auf dem Gleis, habe ich mir sagen lassen. Und die schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe in aller Ruhe an. Die Türen gehen normal auf, die sind hier noch zugeklebt. Auch hinten. Und ganz hinten ist normalerweise zum Einfügen dann eine Nachbildung eines Rollvorhangs. Und der Boden ist abklappbar. Beleuchtung gibt es hinten. Und ich schalte jetzt die Beleuchtung mal aus, damit wir auch mal die Wagen von innen sehen können. Moment.
Dann noch die erste Klasse. Und vielleicht haben wir Glück und sehen wir dann die noch im Fahreinsatz. Allerdings, ich fürchte, es wird nur einer von den beiden Wunderwagen fahren, weil noch die Kupplungen fehlen. Zieh die mal auseinander. Die sind echt Gummi. So, und dann lasse ich mich überraschen, ob vielleicht danach noch ein Zugeinsatz zu sehen ist. Und jetzt geht mal wieder mein Kamerawagen auf Reisen, um mal aus der Anlagenperspektive, aus der Lokführerperspektive ein bisschen den Betrieb hier am Fahrtreffen zu zeigen. Ja, wie vorhin versprochen, tatsächlich die E44 fährt mit dem Gemischt-Epochenzug für die Kritiker, die immer was zu meckern haben. Ja, das ist eine Epoche 2 Lok, das war jetzt nichts anderes zur Verfügung, die E44. Dahinter zwei Epoche 3 Wagen von Märklin und dann ein Epoche 4 Wagen von der Firma Wunder.
So, das war's für heute mit meinem Bericht vom Fahrtreffen im Münchner Osten bei Reinhold Brenner. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, schaut mal wieder vorbei auf meinem Kanal. Und wer mag, empfiehlt meinen Kanal weiter oder lässt ein Abo da. Danke, Servus, euer Peter Bernstein.